Hallo zusammen zur Überraschungsneunerlegung. Diesmal kann ich es so machen, dass ich quatsche, während ich die Karten springen lasse. Ich mache die mit 2 Decks, das heißt, wir brauchen einen Moment, um durch zu sein. Und solange ich mische und auslege, sage ich mein Sprüchlein. Ich weiß, viele langweilt es schon, aber ich muss es immer wieder sagen, da auch ständig neue dazukommen. Also meine Sendezeiten sind dienstags, freitags und sonntags, 19 Uhr. Dazwischen seht ihr mich immer mit kleineren Dingen, so wie Neumond, Vollmond, Portal, was eben gerade so ansteht oder wenn es mir spontan mal einfällt. Montags um 19 Uhr bin ich immer auf dem Astrolymp-Kanal bei Sven zugange. Ja, was gibt es noch? Alle Infos zu mir, meiner Person, die Links zu meiner Homepage, zu meinen Arbeitsbedingungen, seht ihr alles unten in der Infobox des Videos. Auch die Links zum Zweitkanal sind da drin. Da mache ich Tagesbotschaften oder sonntags das berühmte Sonntagsgoodie. Das ist dann so was für die Sternzeichen oder etwas Spezielleres. Okay, und dies hier ist die Überraschungsneunerlegung, die ich jetzt auslege. Für diese Legung gibt es auch ein Tutorial von mir. Es eignet sich natürlich auch, gerade wenn man jetzt kein großes Blatt deuten kann, zum Beantworten von kleineren Fragen oder zur Inspiration für irgendein Thema, das man hat, das einem am Herzen liegt. Dieses ist ein kollektives Orakel, muss ich leider auch immer wieder dazu sagen, weil viele denken, das ist ihr persönliches Orakel. Ist es nicht, es sind kollektive Energien, es ist unmöglich, in einem Orakel Energien von allen Menschen dieser Erde aufzusaugen. Dafür gibt es verschiedene Reisegruppen, wie man das nennt, oder Resonanzen einfach. So. Das ist jetzt die erste Lage dieses Kartenblattes. Hier geht es darum, dass wir uns im Moment fokussieren sollen auf etwas, das zur Entfaltung kommt. Ich lege jetzt gerade mal oben drüber und dann geht's los. Was ich bis jetzt sehe, ist schon mal sehr spannend. Wie immer. Die fliegen jetzt hier auch schneller. Wow. Die Liebe ist mir jetzt hier auch noch mit rausgefallen. Ich lege sie mal unten hin. Eigentlich habt ihr jetzt einen ganz schlechten Winkel für das Ganze. Aber ich denke, so wird es gehen. Also ich lege einfach mal los, was ich hier sehen kann. Wie gesagt, das untere Thema ist die Entfaltung. Etwas zum Aufblühen bringen. Etwas in einen Prozess zu bringen, wo es auch wieder wächst. Das liegt hier im Bereich der Liebe und der Herzensangelegenheiten speziell. Sonst wäre die Karte nicht auch noch mit rausgefallen. Und in der Mitte finden wir für das Jetzt, das ist die Reihe von Jetzt, ein zentrales Thema. Und da geht es darum, sich auf Gutes zu fixieren, zu fokussieren, die Konzentration und die Sonne, also dieses Ja zu allem, nicht diese beneinenden Gedanken oder die Negativität. Und natürlich auch die Aufforderung, wenn du fokussiert und konzentriert bei der Sache bleibst, bei deinem Entfaltungsprozess, wirst du hier ernten. Die Sonne ist die beste Karte, das ist nicht nur ein bisschen was, da wirst du belohnt. Dann haben wir in der Vergangenheit Themen liegen, die schwingen hier noch mit. Da hat man vielleicht versucht, ich sage immer vielleicht, weil es verschiedene Szenarien gibt,
das Umfeld zu klären. Wir haben den häuslichen Bereich, wir haben hier das Thema Freundschaft. Beides sind Dinge, die im näheren Umfeld bei uns zugange sind. Da hatte man vielleicht ein Fundament, da war man getragen, da war das alles noch ein bisschen anders, weil es liegt in der Vergangenheit. Und dann kam das Leben und hat uns auf die Reise geschickt in die Selbstliebe. Mal unabhängig von dem, dass das Umfeld da ist, das scheinbar sehr tragfähig war oder gut situiert, stabil, haben wir jetzt hier eine Situation, da geht es um deine eigene Wurzel, da geht es um den Selbstwert, die Selbstliebe, das Steigern, das Wachsen von Selbstliebe, das zu erkennen, wer bin ich und dass ich gut genug so bin, wie ich bin. Und das auch wieder in einem längeren Prozess wachsen zu lassen, zeigt sich hier als Thema, mit dem wir dann hier einen Konflikt bekommen haben, ne? Das, was hier so stabil war, umrundet von guten Dingen, das, was hier gewachsen ist, wo wir auch unseren Selbstwert dran gerichtet haben, vielleicht an Dingen, die wir besitzen, die wir uns erschaffen haben. Da kam jetzt der Streit, der Konflikt und man musste irgendetwas loslassen, was einen nicht genährt hat. Situation hier kann natürlich auch sein, dass man an sich den Konflikt hat mit dem Loslassen. Das kennen wir alle. Aber auch, oder auch den Konflikt, etwas zu erkennen, was einen nicht mehr nährt. Denn auf der Karte sieht man sehr schön, hier wird ein Krug festgehalten, das ist anstrengend, der Krug wiegt vieles, man muss sich konzentrieren und fokussieren, dass man den gehalten kriegt. Aber am Ende ist er eben leer und wir haben dann die Energie, die wir eigentlich aufwenden sollen zum Ernten, verschwendet und somit irgendwie in uns einen Konflikt ausgelöst oder vielleicht haben wir auch einen Konflikt irgendwie nicht loslassen können. Dann zeigt sich in der Reihe vom Jetzt, ich sage es nochmal, das Fokussieren auf die guten Dinge, die dann Erfolg bringen. Und eine Bearbeitung diesem Thema nochmals, denn wir haben hier die Sense und das Vertrauen. Das kann sein, dass wir im Jetzt irgendwie nicht mehr an die Fülle des Lebens glauben, dass wir unser Vertrauen, da wir das hier haben, gebrochen wurde, dass wir Wunden beim Thema Vertrauen haben, dass wir Angst haben, irgendwo einen Schnitt zu machen, damit lässt man ja los, aber gleichzeitig, und das ist das Schöne der Karte Sense, bringt dir die Sense hier auch eine Ernte ein. Vielleicht, wenn du einen Vertrauensvorschuss gibst. Hier liegt die Ernte schon im Jetzt auch, also sei fokussiert da drauf. Und falls du dich irgendwie unsicher fühlst oder nicht richtig weißt, was es jetzt zu tun gibt, dann hast du hier auf jeden Fall von oben geführte Zeichen. Dein Weg wird erhellt, beleuchtet. Es gibt so kleinere Wegweiser, die dir dann ermöglichen, dir eine neue Tür zu öffnen. Und zwar mit Sicherheit. Du kriegst ja auch Zeichen, die dich sicherer machen. Ja? Der Schlüssel ist immer die Karte auch von Erfolg und ja, ein Medium, mit dem man von einem Raum in den anderen tritt. Sich eine Tür öffnet, hinter die man vielleicht sonst gar nicht käme, wenn wir diesen Schlüssel nicht hätten. Also achtet verstärkt darauf, wo die Zeichen für euch sind. Es wird sich im Bereich der Herzensangelegenheiten zeigen. Dann habe ich hier die Vögel. Die bringen vielleicht für die Zukunft eine Situation mit, wo viel los ist, wo viel kommuniziert wird, wo wir so das Ding haben von Geschwätzigkeit oder viel Gerede. Gar nicht so den Fokus auf das, was wichtig wäre. Manchmal ist das auch unerwünschte Beratung. Manche Leute fühlen sich immer wieder berufen, dir zu sagen, was du tun sollst, obwohl du sie selbst vielleicht nicht um Rat fragen würdest. Und hier kommt jetzt Unterstützung. Etwas, was dich beruhigt, was deine Nerven runterbringt. Hier siehst du dich umgeben von vielen himmlischen Helfern, aber auch von Menschen oder Situationen auf der Erde, die sich für dich wenden
und dir eine Erleichterung mitbringen, eine ruhigere Energie, weniger Nervenstress. Und das Ganze findet, da wir es hier ja von Zeichen haben, sehr stark im Unterbewusstsein statt. Also höre auf deine Träume, das zeigt dir hier deine Sehnsüchte, dein Weiterkommen an, deine Expansion, auch wo deine Lebensreise hingeht. Vielleicht führen dich deine Träume auch auf die Reise ins Ausland oder guck einfach, was du mit dem Schiff verbindest. Wir deuten es immer sehr auf die Eigenschaften, aber am Ende ist es eben auch die Reisekarte. Und hier, da wir das Wasser dabei haben, natürlich geht es sehr viel um den emotionalen Bereich. Und dieser Bereich, den man im Wachzustand, weil vielleicht zu nervös, übersieht oder überhört. Das Ende vom Lied, und das finde ich jetzt ganz toll, ist hier die Harmonie. Wenn du die Lilie nimmst im Lenormand, dann ist sie immer auch eine Karte der Harmonie, des Friedens, der Geborgenheit, des sich Wohlfühlens. Und da die letzte Karte des Endergebnisses ist, haben wir hier die Überschrift Entfaltung von Harmonie und sich wohlfühlen. Du kriegst hier irgendwie dein Fundament neu aufgestellt. Mit der Sonne mitten im Blatt, ja, wenn wir uns jetzt nur die Lennys nochmal angucken, haben wir hier natürlich auch eine klassische Erntekombination. Das, was wir hier gesät haben, wo wir dafür gelitten haben oder Konflikte ausgetragen, kriegt in jetzt eine andere Bewegung, wo sie Fülle hervorbringt. Denkt an die Ernte, was passiert in der Natur, ne? Alles läuft nach Rhythmen. Und wenn Erntezeit ist und hier die Harmonie zweimal liegt, das Wohlfühlen mit sich, das Ausgeglichensein, das Wohlfühlen auch in der Entfaltung dieser Ernte, die hier liegt. Wir haben jetzt keinen speziellen Bereich, wie zum Beispiel Geld oder so, außer das Umfeld. Ja, also wenn sich das Umfeld so entfaltet, dass du dich darin wohlfühlst, ist es hier natürlich eine klasse Sache. Ich würde jetzt schon mal noch mal gern gucken, ob uns nicht doch eine Karte rausspringt, die ein Thema anzeigt, das wichtig wäre, also Arbeit, Partnerschaft, Verbindlichkeit, Geld. Oder ob wir hier doppelte Karten haben und damit das Kartenblatt sagt, hier ist Ende, die Aussage muss reichen, ne? Ne, wir kriegen doppelte. Es geht um das Wachstum, um die Verwurzelung, um diesen Prozess, wo wir spüren, dass wir auf der Erde stehen. Und jetzt kommt hier auch unten noch das Kreuz. Deshalb lassen wir das Ganze so stehen. Schicksalshafte Wende zur Harmonie im Umfeld. Was wollen wir mehr, ihr Lieben? Ich lasse es jetzt so stehen. Ich drücke euch und bis zum nächsten Mal.